Hallo an alle YouTube- und Modellbahnfreunde da draußen. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt, denn heute seid ihr genau richtig. Mit diesem Video fällt jetzt endlich der Startschuss zu meinem Projekt Winter 2.0. Zumindest habe ich so jetzt mal das Projekt getauft, also den Bau meiner Erweiterung habe ich jetzt so mal getauft. Mir ist ehrlich gesagt jetzt kein besserer Name eingefallen. Wenn euch ein besserer Name einfällt, schreibt mir den gerne in die Videobeschreibung. Dann schaue ich mal, vielleicht ändere ich den Namen dann auch noch ab, wenn der Name mir irgendwie gefällt. Am liebsten würde ich euch jetzt nur freudige Nachrichten verkünden, aber ich muss gleich mal mit einer negativen Nachricht anfangen. Eigentlich sollte das Projekt beginnen, indem ich euch zeige, wie ich diese Segmentkästen gebaut habe. Wäre mit Sicherheit für den einen oder anderen, der vielleicht auch mobile Anlagen bauen will, Sicherheit ziemlich interessant gewesen. Doch nun ist es halt leider so, der Bau dieser Segmentkästen ist jetzt schon über ein Jahr her und ich habe halt den Fehler gemacht, habe die ganze Zeit mir einfach nicht das Videomaterial mal angeguckt, was ich damals aufgenommen habe. Das habe ich erst jetzt vor kurzem gemacht und dabei habe ich feststellen müssen, ja, das Material ist alles andere als gut. Ja, also das Material ist wirklich so dermaßen schlecht geworden, dass ich einfach das nicht veröffentlichen kann und das auch nicht werde daher. Ich finde es wirklich schade, aber was soll man machen? Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht irgendwie doch nochmal einen Kasten baue und das Ganze dann verfilme, einfach um das Thema nachzuholen. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig drüber. Mal sehen, vielleicht kommt irgendwann mal ein Video mit dem Bau von solchen Kästen. Darum mache ich gleich einen Riesenschritt und zeige euch direkt, wie ich hier den Fahrdraht für das K-System installiert habe. Das ist jetzt nicht wirklich unbedingt was komplett Neues, weil wie man Fahrdraht verlegt, habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, wo ich so einen kleinen Testkreis gebaut habe. Aber auch gerade da bin ich teilweise manchmal kritisiert worden und einfach gesagt bekommen, naja, solange ich so ein kleines Teil baue und das Ganze auf der Arbeitsfläche mache, ist es ja wirklich keine große Kunst. Und mit dem Video zeige ich euch jetzt, dass es auch bei einer größeren Anlage, bei einer größeren Strecke eigentlich gar kein Problem ist, ein Fahrdraht fürs K-System zu verlegen. Und gerade hier hinten in dem hinteren Teil, wo ich wirklich eine ganz lange Gerade habe, da habe ich mir auch noch einen Trick einfallen lassen, den zeige ich euch auch. Darum lang genug der Laberei, wir legen auch jetzt gleich los. Wer schon viele meiner Videos verfolgt hat, der weiß, dass ich für gewöhnlich meine ganzen Straßentrassen am Computer zeichne, designe und mit der CNC-Fräse die Rillen für die Fahrträder reinfräse. Das ist gerade bei so komplexen Abzweigungen, wie man jetzt hier sieht, ja, wo also wirklich sehr viele Kreuzungen zusammenkommen, wo es halt wirklich tricky wird, da ist es wirklich super optimal, weil sauberer wie eine CNC-Fräse kriege ich es mit der Hand definitiv nicht hin. Auch in der Stadt, wo ich eine Haltestelle und so weiter etc. pp. habe, da macht es natürlich sehr viel Sinn. Anders ist das Ganze natürlich jetzt hier, wenn ich hier eine lange Gerade habe. Ja, also ich zeige es euch gleich mal, ich habe hier 1,50 Meter gerade Strecke. Zeige ich euch gleich. Oder hier, dass ich hier so einen langgezogenen, geschwungenen Bogen habe. Ja, so Sachen kann ich natürlich auch über die CNC-Fräse machen, aber ich kriege natürlich über die CNC-Fräse immer nur so 30 cm Stücker raus. Ja, weil größer ist er halt mal nicht, meine Fräse. Oder nee, 40 cm Stücker kriege ich da immer nur raus. Heißt also, wenn ich jetzt 1,50 Meter habe, dann brauche ich da vorneweg 4 einzelne Stücke. Um dann die ganze Strecke rauszukriegen. Das Ganze müsste ich dann wieder zusammenkleben und habe dann unnötige Übergänge, also Stöße. Ja? Und da sage ich mir einfach, da macht es relativ wenig Sinn. Also tue ich auch hier in dem Bereich dann meine Fahrträder per Hand reinfräsen. Also hier seht ihr jetzt nochmal die Strecke. Da seht ihr, das Teil hier hinten ist natürlich komplett eine gerade Strecke und hier vorne habe ich wirklich extrem langgezogene Bögen. Für alle, die es noch interessiert, also meine Trasse, die gerade Trasse hat eine Breite von 10 cm und der Abstand
von den Fahrzeugen, also von den einzelnen Fahrträten, von den 2 Fahrspuren, der beträgt 5 cm. Heißt also, links und rechts bleiben jeweils 2,5 cm. Das ist im Prinzip so ein Standardabstand bei H0-Fahrzeugen. Man kann auf der geraden Strecke kann man das Ganze auch noch ein bisschen enger machen. Bei mir im Stadtgebiet zum Beispiel habe ich da bloß 4 cm Abstand und 8 cm Straßenbreite. Aber normalerweise sind diese 10 cm und 5 cm Fahrzeugabstand ist eigentlich so das gängigste. Jetzt könnte ich natürlich hierher gehen, könnten wir hier bei 2,5 cm einen Strich machen und dann mit der Fräse. Ich benutze hier für die ganz normale Faller Gras-System Fahrtradfräse. Und natürlich könnte ich mir jetzt hier, also wie gesagt, einen Strich machen und könnte dann mit der Fräse hier vorsichtig den Strich entlang fahren. Also ich persönlich, sage ich mal, ich kriege das nie hin, dass das Ding wirklich richtig gerade ist. Deshalb habe ich mir hier an die Fräse noch einen kleinen Parallelanschlag dran gebaut. Ihr könnt es hier mit sehen. Ich komme mal ein bisschen näher in die Kamera. Halte euch das mal in die Kamera. Ihr seht, hier habe ich einen Parallelanschlag gemacht. Das ist einfach nur ein kleiner Aluminiumwinkel. Das habe ich da gehabt halt jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, für was ich das mal gebraucht habe. Und da habe ich jetzt eine 4 mm Stahlstange dran gemacht. Die passt genau hier in die Bohrung von dieser Fräse rein. Und hier oben, das war auch schon drin, da war schon mal ein Gewinde reingeschnitten. Und jetzt kann ich hier den Parallelanschlag einfach feststellen. Und den stelle ich mir jetzt einfach auf 2,5 cm ein. Da schauen wir mal, zu viel. Gut, müssen wir halt noch ein bisschen, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen nach hinten. So, und jetzt stelle ich mir das ganze Teil so ein, dass ich genau die 2,5 cm habe. Seht ihr? Jetzt habe ich genau die 2,5 cm. Dann mache ich die Schraube zu. Messe natürlich nochmal nach. Sicher ist sicher, ne? Sieht gut aus. Und dann fangen wir einfach an, hier den Fahrrad zu fräsen. Bevor ich jetzt weitermache, nehme ich das Teil erst nochmal, lege es nochmal kurz in den Kasten rein, zeige ich euch jetzt nicht extra und gucke, ob der Abstand richtig stimmt. Ja, passt. Gut. Alles gut. Passt. Dann können wir jetzt da durchdrehen. Und im Nu habe ich wirklich einen total geraden Schlitz in der Platte drin. Ne? Und habe mich gar nicht anstrengen müssen, dass ich genau immer den Strich treffe, einfach nur durch den Anschlag. Finde ich echt eine coole Sache. So, dann brauche ich natürlich gleich noch den zweiten Schlitz. Jetzt könnte ich natürlich das Teil einfach so rum hier ansetzen. Da ich mal so jetzt sicher bin, dass das Ding wirklich bloß 100 mm hat, gehe ich jetzt her und mache hier eben 7,5 cm.
Voila! 0,8 waren jetzt hier 2 Fahrspuren drin. Danach gehe ich immer noch mal kurz her und tue mal kurz mit dem Fleischblock einfach mal kurz hier oben drüber fahren. Dann habe ich irgendwie kurz. Okay. So. Nummer 1. Kommen wir zu Nummer 2. Das hier ist jetzt die Straße für den sichtbaren Bereich. Und den habe ich anstatt 100 mm 110 mm gemacht. Aber der Fahrzeugabstand bleibt nach wie vor die 5 cm. Warum habe ich eigentlich die Straße für den sichtbaren Bereich breiter gemacht? Gut, das hängt halt einfach damit zusammen, dass hier noch Gelände hinkommt und ich ja das Gelände irgendwo später andocken muss. Ich kann ja das Gelände nicht einfach in die Luft hängen. Und aus dem Grund mache ich die Straßen im sichtbaren Bereich immer etwas breiter und tue die dann quasi später, wenn das Gelände drauf kommt, habe ich dann meine normale Fahrbahnbreite wieder. Jetzt war das bei der geraden Strecke, war das ja wirklich hier super einfach mit dem Parallelanschlag. Theoretisch bei den Außenradien könnte ich das hier auch noch machen, bei den Innenradien wird es dann ein bisschen komplizierter. Darum habe ich jetzt hier auch keine andere Wahl, wie die Fahrspur einzuzeichnen und dann einfach per Hand zu fräsen. Da muss ich jetzt halt wirklich aufpassen. Aber wie zeichne ich jetzt eigentlich hier die Fahrspur an? Ja, ich muss jetzt hier, in dem Fall sind es jetzt 3 cm Abstand. Naja, ich gehe jetzt einfach hierher, halte mir hier den Meter dran. Ja, und nehme das Bleistift dann an den 3 cm und fahre hier einfach so die Fahrspur nach. Natürlich könnte man sich hier auch noch ein anderes Hilfsmittel basteln. Ich habe mir halt einfach gesagt, naja, für 2 Straßenstücke, wo ich das jetzt brauche, ist der Aufwand einfach viel zu groß im Gegensatz zum Nutzen. Das ist die erste Spur. Ich muss sagen, die sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Das Ganze machen wir natürlich auch für die zweite. So. Und jetzt müssen wir halt einfach fräsen. Ne? Einfach. Nee. Das wird jetzt gar nicht so einfach. Puh. Boah. So. Geschafft. Während ich die Trasse hier vorne lediglich auf diese Stützen hier aufleihe und dann mit ein paar Schraubzwingen fixiere, dass sie fest wird, tue ich die Trasse hier hinten. Ich zeige kurz nochmal hoch. Da habe ich jetzt eine komplette Leiste hier hinten drin. Da werde ich sie natürlich draufleimen und zusätzlich noch mit Schrauben fixieren.
Das machen wir als erstes. Regen. Wichtig auch halt hier am Übergang ein bisschen Leim hinmachen. So, und dann machen wir hier schön Leim drauf. Ja. Ha, geil. Dann machen wir doch gleich das Teil noch fest hier. Wichtig halt hier ein bisschen Leim drauf machen, ohne die Teile zu verbinden. Und so lasse ich das jetzt halt erstmal ein bisschen trocknen. Ne? Mittlerweile sind auch schon wieder ein paar Tage vergangen und meine Straßentrassen sind jetzt endlich fest. Ja, also ich meine, die sind nach einem Tag schon fest, das sind jetzt schon ein paar Tage mehr, also die sind jetzt wirklich gut fest. Wie ihr sehen könnt, sind meine ganzen Straßentrassen immer ein bisschen länger, als der eigentliche Kasten ist. Das mache ich eigentlich generell, denn auch beim Zusammenbauen von diesen Kästen hier, ja, da sind ja auch Toleranzen drin. Ja. Es ist ja nicht gesagt, dass ich das Holz immer 100% auf 1,50 Meter gesägt habe. Das kann ja auch mal 1,49,9 Meter, 1,51,1 Meter sein, etc. pp. Und wenn ich dann halt hier mein Trassenbrett genau 1,50 Meter mache, dann kann es passieren, dass es vielleicht 1 Millimeter zu kurz ist. Und um das zu entgehen, gehe ich halt einfach her, mache die Dinger immer ein bisschen länger. Gut, die müssten jetzt keine 2 cm zu lang sein. In Zentimeter täte es da auch, aber naja, ich habe es jetzt halt 2 cm circa gemacht. Und ja, deshalb mache ich es immer ein bisschen länger. Und naja, das muss ich jetzt halt als erstes Mal abschneiden. Ne? Dazu verwende ich immer so einen feinen Multimaster, also so eine Vibrationssäge. Da geht auch eine von Bosch oder sonst irgendeiner Firma. Ne? Ich habe jetzt halt genau gerade eine von Fein. Und da mache ich jetzt so ein Sägeblatt rein, so ein ja, ganz gewöhnliches Sägeblatt. Und jetzt kann ich einfach von hier unten dran gehen und kann das Ganze hier so absägen. Wichtig, Absaugung nicht vergessen. Und anschließend nehme ich dann einfach nochmal so einen Schleif, den Teller, also ja, den Schleifaufsatz.
So, und so habe ich jetzt hier wirklich eine ganz saubere Kante. Das nächste, was noch fehlt, das zeige ich euch jetzt hier schon mal an dem fertigen Teil. Wie ihr wisst, werden meine Kästen ständig bei Ausstellungen auf- und abgebaut. Und naja, ich sag mal, normalerweise, da ja immer die gleichen Kästen an die gleichen kommen, ja, also da das ja immer die Reihenfolge immer die gleiche ist, dürfte eigentlich in der Theorie es nicht vorkommen, dass hier mein Fahrrad irgendwie extrem versetzt ist. Ja, weil ich habe es ja einmal gebaut und da hat ja alles gepasst, dann sollte eigentlich da nichts passieren. Aber ihr wisst ja, der Teufel treibt manchmal sein Spiel, ne? Und es wird doch mal vorkommen, dann kann es nämlich passieren, dass an dem Übergang vielleicht mein Fahrzeug, wenn jetzt das extrem versetzt wäre, sage ich mal, sagen wir mal einfach, mein Fahrrad wäre anstelle hier, jetzt hat hier. Ja, also ich hätte da so einen Versatz drin. Dann könnte es passieren, dass er am Übergang hier die Führung verliert. Und das wäre ja blöd, das Auto wird ja dann irgendwo in die Geografie fahren. Das wollen wir ja nicht. Deshalb mache ich an jedem Übergang in Fahrtrichtung quasi nochmal solche Fangdrähte rein. Heißt, selbst wenn jetzt mein eigentlicher Fahrrad hier endet, dann würde das Auto hier drauf fahren und würde hier spätestens wieder gefangen werden. So mal die Theorie. Ne? Ob es in der Wirklichkeit funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, dass es so funktioniert. Und deshalb mache ich da immer noch mal so kurze Fangdrähte rein. Die muss ich natürlich jetzt hier, ihr seht, hier ist noch nichts drin, da müssen die jetzt erst noch rein. Dann mache ich jetzt einfach mal so frei Schnauze, ja, ich mache da gar nicht groß, ich tue da gar nicht groß gucken, ich mache da jetzt einfach mal so und natürlich hier auch, sagen wir mal so, ja, hier tue ich jetzt einfach noch mal 2 Ritzen reinfräsen. Und so sieht das Ganze dann aus, ist wirklich gar nicht spektakulär, ja. Ich habe euch das jetzt auch nicht extra gezeigt, wie ich das jetzt da reinfräse. Das mache ich natürlich mit der Rillenfräse vom Fall-AK-System. Ne? Ja, und wenn ihr euch jetzt mal die Strecke hier anguckt, dann wird euch auffallen, etwas fehlt auch noch, nämlich die Sensoren. Und die muss ich natürlich jetzt auch noch reinmachen. Und dank dieser genialen Sensorhalterung ist die Montage der Sensoren wirklich total einfach. Die Dateien zum Nachbau von den Teilen bekommt ihr bei mir auf der Homepage. Oder mittlerweile kriegt ihr diese Teile auch fertig, schon im Fichtelbahn-Shop. Da stelle ich euch auch mal den Link in die Videobeschreibung. Also für beide Sachen stelle ich euch natürlich den Link in die Videobeschreibung. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen 8er Bohrer und gehe hier in die Mitte von meinem Fahrrad. Das ist ja, die Mitte ist ja das, wo der Fahrrad dann, also wo die Rille drin ist. Ne? Und jetzt bohre ich einfach da, wo ich den Sensor haben möchte, bohre ich hier einfach ein 8er Loch rein. Zack. Und jetzt brauche ich mal aus dem Fräsling gerade noch so das Teil hier rausbrechen. Dann kann ich diese Grate von der Anbindung kann ich dann noch entfernen oder muss sie noch entfernen. Nehme ich gerade so ein feines Messer hier, zack, nehme meinen Sensor und setze den hier ein. Das habe ich euch ja auch schon mal alles gezeigt in einem Video. Dann gehe ich her, wenn das Loch sauber wäre, und setze den einfach von unten. Theoretisch kann ich es sogar auch von oben machen. Ich kann hier einfach durchdrücken. Kann ich auch mal probieren. Eigentlich bin ich ja blöd, müssen ja gar nicht so unten reinsetzen. Jetzt kann ich ihn gerade hier von oben so reindrücken. Von unten nochmal ein bisschen gegensteuern, dass er halt hier oben bündig ist. So. Schon ist der erste drin. Und so mache ich jetzt die ganzen anderen einfach. Auch sehr wichtig ist, dass die Nut für den Fahrrad komplett frei von Fräsrückständen ist. Hier könnt ihr jetzt sehen, da ist noch was drin, da muss ich nochmal mit dem Staubsauger drüber. Das Verlegen vom Fahrrad ist im Prinzip jetzt nichts anderes wie auf dem kleinen Testbrett, wie ich es euch schon mal gezeigt habe. Und natürlich halt hier ein bisschen größer, ein bisschen länger. Also da würde ich auch nicht immer gleich die ganze Nut mit Sekundenkleber einschmieren, weil meistens ist es dann hinten trocken, bis man dann, also wenn ich jetzt hier anfange, bis ich dann hinten bin, ist es hier vorne schon wieder trocken. Ne? Deshalb immer da mehr in Etappen arbeiten. Jetzt einfach hier halt Sekundenkleber, gut Sekundenkleber in die Nut rein, vorzugsweise nur in die Nut
Geht meistens nie ganz so 100%, dass es nur eine Nut ist. Und jetzt lasse ich halt auch hier vorne den Fahrdraht immer so einen Zentimeter, vielleicht so ungefähr einen Zentimeter überstehen. Und dann drücke ich den halt gerade so rückwärts, ziehe ich den Schraubenzieher so rückwärts hinter mir her und drücke damit den Fahrdraht in die Nut rein. Und ruhig auch nochmal danach gehen, wenn man den schon einmal reingedrückt hat, nochmal nachgehen danach. Ja, kann nie schaden. Hat sich vielleicht irgendwo nochmal ein bisschen rausgedrückt, kann immer mal passieren. Und jetzt schön hier also da reindrücken. So. Dann kann man nochmal drüber gehen kurz, sodass auch wirklich überall drin ist sauber. Ja. Also lieber einmal zu viel drüber gegangen, wie einmal zu wenig. Dann nehme ich meistens immer so gleich so ein bisschen Küchenpapier und wische quasi den überstehenden Sekundenkleber hier schon ein bisschen ab. Ja. Der muss ja nicht unnötig trocknen und ich schleife ihn dann danach wieder weg. Ne. Den kann ich ja hier schon ein bisschen mit dem Papier wieder abwischen. Ne. Und so machen wir jetzt eigentlich ja, Fahrspur für Fahrspur. Ne? So, jetzt habe ich mir den ersten Fehler gemacht. Normal immer erstmal den Fahrdraht aufmachen. Das ist normal das A und O, bevor man den Kleber reinmacht. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ihr seht, auch mir passiert immer mal wieder Fehler. So. Und bevor ich jetzt mit dem nächsten weitermache, gehe ich erstmal her und mache hier dann noch diese Fangdrähte. Das Abschneiden von diesen überstehenden Drähten jetzt, also von den Drahtstücken, das mache ich nicht mit dem Seidenschneider, sondern dann nehme ich wieder die Mini-Drill mit so einer Trennscheibe drin und fahre da jetzt quasi ganz dicht an der Anlage entlang, also am Trassenbrett besser gesagt entlang. So. Und jetzt, wenn man jetzt so drüber fährt, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber dann habe ich hier immer noch eine scharfe Kante. Und da könnte ich hängen bleiben und den Draht rausreißen. Was mir das nicht passiert, gehe ich dann nochmal her und fahre so immer nochmal mit der Trennscheibe so vorbei. Mache quasi runde so quasi den Draht ab und damit kann ich da gar nicht mehr dran kommen. Nach einer gewissen Zeit, ich meine so eine Stunde ungefähr reicht da, ist natürlich dann der Kleber soweit trocken. Und jetzt können wir es das erste Mal schleifen. Ich nehme da immer so einen Schleifschwamm. Ich weiß gar nicht, was der für eine Körnung hat. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall kann man hier dann gerade so ein bisschen drüber schleifen und quasi so ein bisschen den Sekundenkleber und besser die Überstände vom Sekundenkleber glätten. Kleber drauf. Wenn halt doch mal ein bisschen arg viel Sekundenkleber drauf gekommen ist, aus irgendwelchem Grund halt, dann muss man halt ein bisschen zu schwererem Gerät greifen und doch mit dem elektrischen Schleifgerät drüber gehen.
schon sind wir fertig mit dem Fahrrad reinlegen. Im Prinzip könnten wir jetzt die erste Testfahrt machen. Ne? Soweit zu dem Kapitel Fahrrad installieren, Fahrrad verlegen. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Spachteln der Straße, ja, dass die schön glatt wird, und das Lackieren mit der Straßenfarbe. Die zwei Sachen fehlen noch, aber da werde ich dann mal ein separates Video drüber machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben und vergesst natürlich auch nicht eifrig meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.